Herzlichen Dank, dass ich hier wieder sprechen kann. Die letzten beiden Male waren schon unheimlich inspirierend. Und ich habe mir gedacht, was für eine unheimlich gute Erneuerung der demokratischen Kultur wir die letzten Jahre haben. In all dem Schlimmen, was geschehen war, mit der schrecklichen Corona-Politik und der Diskriminierung von sogenannten Ungeimpften und dann jetzt das Thema Krieg und Waffenlieferungen. So viele Menschen gehen auf die Straße, reden miteinander, zeigen ihre politische Meinung offen und zeigen, dass sie sich friedlich am politischen Diskurs beteiligen. Und hier in Ostdeutschland, gerade in Sachsen und insbesondere in Bautzen, ist diese Kultur besonders stark und ihr seid wirklich ein Vorbild für ganz Deutschland und dafür will ich mich bedanken. Ich wurde hier angekündigt, mein Name ist Alexander Tuschinski, ich bin Filmregisseur und studierter Historiker. Und ich habe mir öfter überlegt, wie wird man auf unsere Zeit irgendwann zurückschauen? Ich spreche ja auf sehr vielen Demos, auch viele kleinere. Es gibt Montagsspaziergänge, gerade auch in Westdeutschland, wo vielleicht 20 Menschen auf der Straße sind und auch engagiert zu ihrer Meinung stehen. Dann gibt es so etwas wie hier in Bautzen, wo es Woche um Woche mehrere hundert bis sogar mehrere tausend sein können. Und ich habe gedacht, jeder einzelne Spaziergang und jeder einzelne Mensch, der Gesicht zeigt in dieser Zeit, ist wahnsinnig wichtig. Das Ganze ist praktisch wie eine Art Fluss, der aus einzelnen Tropfen besteht. Und ich habe gedacht, wenn man in der Zukunft auf diese Zeit zurückschauen wird, man wird sich vielleicht nicht an jede einzelne Demo erinnern, aber man wird sich erinnern, dass es eine Zeit war, in der in ganz Deutschland Menschen Woche für Woche auf die Straße gingen, zu ihrer Meinung standen, miteinander diskutierten und dadurch das politische Bewusstsein richtig erwachte, sodass keine Partei dagegen einfach durchregieren kann. Und ich bin überzeugt, wenn wir das Woche für Woche friedlich und bestimmt so weitermachen, dann wird es auch erfolgreich sein. Ich sehe hier zwei Banner und Schilder, die ich sehr bezeichnend finde. Das eine ist Aufklärung und Aufarbeitung der Corona-Zeit. Das ist nämlich etwas, das liegt an uns Bürgern, dass wir das fordern. Die Politik hat daran kein Interesse. Das habe ich neulich mal überlegt. In der Corona-Zeit sind so viele Menschen aus Politik, Medien, Kultur so richtig all in gegangen und sagten, das ist alternativlos, es ist perfekt, Impfzwang sei so wichtig und so weiter. Und diese Menschen haben natürlich ein Interesse daran, dass das ganz schnell in Vergessenheit gerät, weil die sich so weit rausgelehnt haben. Und wahrscheinlich hoffen viele von denen, dass wir irgendwann keine Lust mehr haben und einfach aufgeben. Und ich glaube, wir werden nicht aufgeben. Wir gehen auf die Straße, wir halten das in Erinnerung, bis es juristisch korrekt bis ins letzte Detail aufgearbeitet wurde. Und wisst ihr, was ich so spannend finde? Ich begann ja auf Demos zu gehen in der 2G-Zeit. Ich persönlich bin ein sogenannter Ungeimpfter, wie sicher einige hier. Und diese Bezeichnung geimpft, ungeimpft fand ich immer fürchterlich, weil da die Bevölkerung so gespaltet wird. Und für mich ist es so, es ist vollkommen egal, wer geimpft, wer ungeimpft ist, was auch immer. Was zählt, ist, dass man die Menschenwürde und allgemeinen Menschenrechte achtet und niemanden diskriminiert. Und wer so denkt, ist hier willkommen. Und wer früher anders gedacht hatte und jetzt merkt, dass das ein Fehler war, ist ebenso willkommen. Gemeinsam schaffen wir die Aufarbeitung. Und das zweite Schild, das mir auffällt gerade, es ist nicht unser Krieg. Und das sind zwei Themen, die gerade sehr zusammenhängen. Und ich merke, es gibt manchmal in Mainstream-Medien, in Politik so die Meinung, ja, die Leute suchen sich halt verschiedene Themen raus, die sie unzufrieden machen und gehen dann auf die Straße und das hänge nicht zusammen. Aber es hängt sehr wohl zusammen. Weil es sind beides Themen, die Corona-Politik und auch die Kriegspolitik gerade, die uns von Politik und Medien als alternativlos präsentiert werden. Und jeder, der eine andere Meinung hat, wird diffamiert. Bestenfalls als naiv, schlimmstenfalls als böswillig. Und wir stehen hier auf der Straße, weil wir zeigen, es gibt auch andere Meinungen und wir wollen auf Augenhöhe und mit Respekt Argumente diskutieren und wir wollen auf keinen Fall von Politik und Medien diffamiert werden.
Für mich persönlich war es eine ganz interessante Zeit, für viele hier sicherlich auch, im Februar 2022. Als sogenannter Ungeimpfter war ich schon gewohnt, dass Medien und Politik über Menschen wie mich herziehen. Und plötzlich, mit den Ereignissen der Ukraine, geriet das mehr oder weniger in Vergessenheit. Es gab ja noch die Impfpflichtabstimmung und plötzlich war das ganze Thema Ukraine-Krieg ganz aktuell. Und Menschen, die wollten, dass die Bundesrepublik Deutschland sich nicht mit Waffenlieferungen beteiligt, wurden plötzlich ebenso diffamiert. Und es wird Menschen wie uns vorgeworfen, unsere Meinung sei gelenkt, gesteuert von Russland. Solche Argumente liest man doch überall. Und da ist mir ein Punkt aufgefallen. Ich glaube, seit es die Menschheit gibt, wird man von allen Seiten mit Nachrichten überschüttet. Jeder versucht, die Meinung irgendwie zu manipulieren. Und als mündiger Mensch liegt es an uns, dass wir aus den Nachrichten für uns eine Meinung formen. Und wir sind zur Meinung gelangt, dass die Bundesrepublik Deutschland sich am aktuellen Konflikt zwischen Russland und Ukraine ausschließlich als diplomatischer Vermittler beteiligen soll und auf gar keinen Fall mit Waffenlieferungen. Und wir wollen gerne ins Gespräch kommen, das ist für die demokratische Diskussionskultur sehr wichtig. Dabei fordern wir nur, man soll uns auf Augenhöhe begegnen. Wir alles sind mündige Menschen, wir alle haben verschiedene Quellen gelesen und sind für uns zu diesen Schlüssen gekommen. Wenn jemand anderes zu anderen Schlüssen gekommen ist, kann man das gerne mit uns diskutieren, aber man darf nicht von oben herab reden, als ob wir nicht in der Lage wären, unsere Schlüsse zu begründen. Deshalb fordern wir eine offene Diskussionskultur, mit der alle Meinungen, die innerhalb des Grundgesetzes sind, akzeptiert sind und respektiert werden. Und als Teil dieser Forderung gehen wir Woche für Woche auf die Straße und so werden wir es auch erreichen, dass es sich immer mehr dahin verändert. Und wirklich mein größter Respekt an die Menschen, die Woche für Woche auf die Straße gehen, gerade auch in Ostdeutschland, so ununterbrochen, auch schon seit der 2G-Zeit, seit davor. Ich will sagen, jede hier gibt so vielen Menschen Kraft, weil wir haben die sozialen Medien, wir haben Menschen, die diese Demos filmen und streamen und anderen Menschen, die sich vielleicht noch nicht trauen, auf die Straße zu gehen, zeigen, dass es genug Menschen gibt, die diese Meinung teilen, dass man sich dafür nicht schämen muss. Und allein wegen dieser Vorbildfunktion lohnt es sich schon, zu jeder Demo zu gehen, zu der man gehen kann, egal wie groß, egal wie klein, regelmäßig, friedlich, bestimmt werden wir etwas erreichen. Vielen Dank! Ja, jetzt Alexander, ja, ich will nochmal nachfragen. Deine Doku über Jan Soking, erzähl nochmal ganz kurz was, 2 Sätze. Oh, ich mache vielleicht 5 Sätze draus oder so, weil das ist etwas ganz Spektakuläres und das war mir entfallen, danke. Ich habe ja einen Dokumentarfilm gedreht, Flüstern und Lachen. Ein Porträt über Jan Soking, den ihr sicher von vielen Demos kennt, und tatsächlich auch über Corona-Demos und die Corona-Zeit. Den Film gibt es auf YouTube. Und dieser Film lief im Februar in Hollywood auf einem recht großen Independent-Film-Festival, einem großen Kino, im Programm mit englischen Untertiteln, was natürlich unglaublich ist, dass ein Film, der die Demos aus unserer Perspektive zeigt, der ist auch aus der Perspektive von Jan und mir, ich zeige auch, wie es als sogenannter Ungeimpfter war, dass so ein Film in den USA läuft, ist spektakulär. Und ich habe tatsächlich eine Rückmeldung gekriegt, die ich auch veröffentlichen darf, und zwar von Rick Overton. Das ist ein amerikanischer Schauspieler und Komiker, der in vielen Filmen dabei war. Der hat einen legendären Ruf. Er war in Täglich grüßt das Murmeltier in einer Rolle, in Mrs. Doubtfire, der Film mit Robin Williams. Und er hat den Film gesehen und ist so beeindruckt von Jan. Er sagt, Jan hat, also ich zitiere es mal sinngemäß, er sagt, Jan nimmt es mit einer Sache auf, die sehr gefährlich zurückschlagen kann, aber mit Wortwitz und Geschick, da schafft er es, da praktisch voranzukommen. Und er meint, es sei ein sehr, sehr wichtiger Film über die Meinungsfreiheit, der auch noch mit viel Musik, wie er sagt, gilded, vergoldet sei. Das genaue Zitat habe ich in sozialen Medien gepostet. Aber das heißt, ein Film über unsere Demos und gerade auch über die sächsische Demokultur, über die deutsche Demokultur, wird gerade international gesehen. Und das signalisiert mir,
dass die Stimmung tatsächlich sich auch in unsere Richtung bewegt. Ich denke, wir müssen weitermachen, wir müssen Aufarbeitung fordern, wir müssen aufklären, was geschehen ist. Und wenn wir das nur konsequent tun, dann werden wir es auch erreichen. Herzlichen Dank. Ja, danke Alexander. Flüstern und Lachen auf YouTube.